Düfte, die ich am meisten getragen habe in der letzten Zeit. Also ich meine jetzt nicht vom Sommer oder den ganzen Sommer durch, sondern wirklich die letzte Zeit, die habe ich am meisten getragen, also öfters als einmal. Da wird euch oder das wird euch ja wundern, was dabei ist und was da vielleicht eventuell nicht dabei ist. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance auch aus Hamburg, aka Mr. I Don't Give a Fuck. Yes. So, der erste, fangen wir mal mit an, ist der Job Wow, das Original. Ich mag einfach dieses Würzige, dieses Frische dazu. Ja, er hat eine leichte Frische und dieses schön, wie gesagt, würzige, pfeffrige auch, ja. Und es ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne DNA, die immer tragbar ist, die immer, ja, die passt einfach. Sie passt einfach, ist genial und ist lecker. Riecht lecker, hält zwar nicht so lange, aber man kann ihn einfach überall tragen. Er ist nicht noch, also er ist nicht Beast Mode, er ist auch nicht stark, er ist so wirklich im Mittelbereich, vielleicht auch ein bisschen schwächer. Trotzdem wird man angesprochen, trotzdem finden ihn Leute gut und ich habe für den Duft eigentlich nie ein schlechtes Statement bekommen. Also kann man so machen. So, der nächste zum Beispiel ist der Versace Eros Energy mit den geilen Flakon. Ja, der erinnert so ein bisschen an, also man hat Eros DNA, dann hat man natürlich so ein bisschen, ja, ihr wisst, also er erinnert grundsätzlich an Nimm 2 Bonsche, das wollte ich sagen. Zitrisches, also ja, diese Zitrone, vielleicht auch ein bisschen Orange, das ist so Nimm 2 Style. Also sind so meine Lieblingsbonsche, so hat man das mal gesagt. Und muss ich sagen, ist schon genial. Was Holziges haben wir noch, aber extrem Frisches. Und das gefällt mir an den Duft. Eigentlich mit schon fast der geilste Eros, muss man schon erwähnen. Und auch in geilen Flakon. Also was sie da gemacht haben, finde ich cool. Mit so einem Twist von, ja, schönen Komponenten und so weiter und so fort. Ach, ist schon herrlich, ja. Der Energy, wer den noch nicht hat oder überhaupt noch nicht kennt, unbedingt mal testen. So, der nächste kommt von Guerlain, wie ich immer so schön sage. L'Homme Ideal, aber Platine Privé. Ja, ich habe den benutzt, weil es ja das Cologne nicht mehr gibt. Ich habe das auch, da haben wir es. Das ist der Lieblingsduft meiner Frau, also von meiner ganzen Sammlung oder an mir. Das ist absolut eine Endstation. Und der ist leider eingestellt worden und dann haben sie den rausgebracht. Im Endeffekt fast derselbe Duft, nur ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr abgerundeter und ein bisschen stärker, aber auch nicht wirklich so stark. Aber den habe ich mal getragen. Ja, es ist kühl, es ist ein Zitronenduft, es ist die kühle Frische. Beim Cologne ist noch ein bisschen, ja, das Zitrische, bisschen, die Zitrone ist ein bisschen süßer, minimal süßer, aber auch frisch. Hier ist er, wie gesagt, ein bisschen männlicher, vielleicht tiefer, stärker, aber im Endeffekt sonst der gleiche Duft. Aber auch der wurde leider eingestellt, deswegen muss ich nicht mehr so viel rumsülzen um den Duft. Ich verstehe es nicht, warum Guerlain das macht. So, ihr habt ja schon gesehen, Prada L'Homme ist der nächste. Ja, Prada L'Homme. Ja, der Saubermann-Duft schlechthin, schöne Iris, denn auch was Frisches. Und ja, Prada macht einfach geniale erotische Düfte, außer der letzte, den sie da rausgebracht haben. Da habe ich auch, glaube ich, nur ein Short-Video rausgekloppt. Schaut euch das mal an, bin ich schon ziemlich, sag ich mal, enttäuscht. Das ist so ein wirklich, ja, keine Ahnung, was für ein Duft das sein soll. Ja, auf jeden Fall Prada L'Homme, der geht immer, der geht überall, der kommt im Büro sehr, sehr gut an, egal ob es warm, egal ob kalt. Und ich sag's nochmal, tragt gern frische Düfte, wenn es jetzt kalt wird. Macht das mal. Wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt mal machen, weil die Duftmoleküle in diesen ganzen Düften entfalten sich, finde ich, für meine Nase oder für mein Gefühl viel besser als im Sommer. Ich finde frische Düfte, ich bin, wie gesagt, kein Freshy-Fan, aber ich finde im Sommer, im Winter gehen die noch besser. So, jetzt kommen wir zu einem Duft, der ist immer noch unterm Radar. Die Brand eigentlich nicht, aber er verkauft eben nur gut mit den Dior einfach. Mit seiner Kollektion Christian Dior, mit Eau Sauvage, das Parfüm, ist das nicht so. Aber das ist einfach der heilige Gral, überhaupt die Reihe. Hier haben wir so einen genialen, männlichen, würzigen, geilen Duft. Das ist eine Reformulierung von, jetzt müsste ich das schon so lange, jetzt, den habe ich auch schon lange, ich habe noch einen kleinen Flakon, 2017, es gab noch einen von 2014, den habe ich auch, mit Myrrhe drin, der ist besser in Hintergrund, was heißt besser?
Also minimal, aber einer der besten reformulierten Düfte oder Neuauflagen, die es gibt. Richtig genial, mit guter Haltbarkeit, guter Ausstrahlung. Einer der schönsten, geilsten, ich will nicht alle hier durcheinander springen. Oh, ich glaube, den muss ich auch jetzt bald wieder tragen. Ja, das ist jetzt, ich habe hier nur den großen Flakon, ich habe noch einen kleinen, der ist auf jeden Fall in Gebrauch. Das ist der große, weil den musste ich zweimal haben. Plus die alte 2014er Version. Absolut genialer Duft. So, der nächste ist auch eingestellt, leider, aber ich zeige ja euch, was ich getragen habe in der letzten Zeit. Und das ist das Cologne, hier in 300 ml. Mugler Cologne. Ja, das ist ein seifiger Duschgel, doch vielleicht seifiger Duschgelduft mit so einer richtig schönen Seife aus dem Hotel, nur ein bisschen frischer, trotzdem ein bisschen, ich will nicht sagen altbacken, nein, aber es hat so diesen alten Hotel, ja, Flair oder Style, geiler Duft. Warum der eingestellt worden ist, weiß der Kuckuck. Deswegen habe ich ein Glück 300 ml. Der ist so erfrischend, einer der besten seifigen Düfte, die es gibt, und natürlich von Mugler. Ja, rest in peace. Ich habe Muglers Düfte, ich habe ja alle wirklich gefeiert, oder ich feiere immer noch. Ich hoffe ja, dass da immer noch mehr rauskommen. Das ist geil. Das sage ich sonst nicht so oft, dass da mehr rauskommt und so weiter. So, dann kommen wir zu den Duft, mit denen alles anfing. Ihr wisst, Roma Laura Biagiotti. Ich habe den gekauft für die Leute, die es immer nicht verstehen. Mit dem fing alles an, da wo der rausgekommen ist zu der Zeit. Wann war das? 92? Da habe ich den Duft gekauft. Selbst. Davor hatte ich auch schon Düfte gerochen. Mein Onkel aufgesprüht, aber gekauft war das der erste. Und Zitronenkuchen in meiner Nase von allerfeinsten, den sprühe ich natürlich nochmal. Und den habe ich ja immer, wenn er leer ist, kommt neu und so. Das ist einfach genial. Das ist der Duft im Designerbereich. Das war immer mein Duft mit. Da gibt's natürlich noch andere, aber das ist ja einfach. Damit fing das an, diese ganze Sucht. Und ja, Laura Biagiotti mit einem geilen Flakon. Diese Mandarine, dieses bisschen Zitronenkuchen, nicht so ganz so wie der Edition Blanche von Chanel, aber schon richtig schön geil. Er ist vielleicht nicht ganz so stark, aber es ist bombastisch. So, der nächste haben wir ein Davidoff Cool Water Intense. Da haben wir einfach dieses Frische und eben was Süßes mit sehr guter Haltbarkeit. Muss ich noch was zu diesem Duft sagen? Für viele der beste überhaupt aus der ganzen Reihe, und ich habe sehr, sehr viele Flanker von Davidoff. Sehr geil. Da haben sie wirklich was Gutes gemacht und von der Haltbarkeit, auch wenn der jetzt nicht verändert worden ist, weil das ist der erste, wo der rausgekommen ist. Da habe ich ihn gekauft und wo der Intense gestartet ist. Und diese Süße und dann dieses, was nicht synthetisch ist. Das Original Cool Water ist ja sehr synthetisch inzwischen, frisch synthetisch. Und hier haben wir das zwar auch ein bisschen, aber im Endeffekt nicht so wie beim Original, aber die Süße im Hintergrund richtig gut abgerundet. So, zum guten Schuss, das ist der einzige Nischenduft hier, ist Casa Morati, Dolce al Mafia. Viele mögen diesen Duft nicht. Ich finde den einfach genial. Ja, wenn ich den sprühe, das ist immer so, es erinnert mich immer so an, das ist einfach Italien und so, und dann es ist eine schöne Frische. Ihr habt es ist ein einmaliger Duft, meiner Meinung nach. Es ist so genial. Ich weiß gar nicht, warum den nicht so viele gut finden. Es ist eine Frische. Wir haben trotzdem Safran drin und so weiter. Es riecht einfach nach, ihr sitzt in Italien. Es ist natürlich geiles Wetter. Es ist warm. Ihr braucht was Erfrischendes auf dem Tisch. Ihr schaut euch die Leute an oder aufs Wasser, whatever. Ihr tragt den Duft. Am besten sitzt ihr vielleicht auch in Schatten unter Orangen. Ich habe keine Ahnung. Der Duft ist nice und top. So, ich bin nicht so Casa Morati, ist ja nicht alle, ich mache nicht so viele Düfte von Casa Morati, aber der Dolce al Mafia, den solltet ihr mal testen. Das ist auch wirklich Urlaubsfeeling pur. Das macht richtig Spaß, den zu tragen. So, das war's eigentlich schon. Kurz und knapp rausgeschossen. Und ja, schreibt mal unter, welche habt ihr? Wie findet ihr die? Das ist auch mal so ein Punkt. Was sagt ihr zu den Düften? Das ist ein Nischenduft tatsächlich, aber das ist auch wirklich im Moment
Nicht die letzten Monate oder der Sommer, sondern im Moment die letzte Zeit, wo ich so die getragen habe gern und mich ertappt habe, dass ich den abends nochmal aufgesprüht habe und nochmal rausgegangen mit denselben. Manchmal wechsle ich eben gerne viel morgens den mit und ich wechsle. Aber das habe ich da nicht gemacht und deswegen musste ich die einfach mal zeigen. Und übrigens musste ich die allgemein mal zeigen, weil warum auch nicht? Mal wieder so ein bisschen, also zum Beispiel ihn hier ist ja mal was anderes und auch der Christian Dior Savage, hier sage ich Eau Savage Parfüm ist ja auch mal ein bisschen was anderes wieder. Und wann habe ich den das letzte Mal gezeigt? Das ist auch schon ewig her und so weiter. Deswegen, ja, also schreibt mal runter, Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann, sage ich mal, bin ich raus, Freunde. Also noch ein, ja, ich könnt ihr sagen, schönes Wochenende. Ja, haut rein.